Hallo, liebe Käferfreunde. Kennt ihr den Begriff der Schwarmintelligenz? Wer politisch ein bisschen aufgepasst hat, der weiß, dass das von den zu Recht vergessenen Piraten gerne benutzt wurde. Das heißt in ungefähr, wenn es alle machen, dann wird es schon irgendwie richtig sein. Man könnte falscher nicht liegen. Und wer in der Schule ein bisschen aufgepasst hat, der weiß anhand eines beiläufigen Beispiels aus den 30er Jahren, dass das keine gute Idee ist, einfach alles nachzumachen, nur weil es alle so machen. Und bei uns gilt das schon mal überhaupt nicht. Und wenn alle anderen ihre Produktionen outsourcen an verlängerte Werkbänke und sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, dann machen wir es genau umgekehrt. Wir holen möglichst viele Produktionen hier ins Haus. Warum? Weil wir dann wissen, dass es einigermaßen gut ist. Und man ärgert sich über die eigenen Fehler niemals so sehr wie über die von anderen Leuten. Außerdem lernt man viel dabei. Warum erzähle ich das? Weil wir eine neue Produktion haben hier in unserem Hausfertigungsraum. Und zwar machen wir jetzt Benzinpumpenmembranen selber. Warum das? Schaut mal her. Im Benzin heute sind allerlei Additive drin, die das Benzin für moderne Autos besser machen, aber für unsere alten Karren nicht. Vor allen Dingen dann nicht, wenn, wie so oft, das alte Auto nicht jeden Tag benutzt wird. Dann steht das Benzin und dann greift dieses Benzin mit modernen Additiven die Membranen und die Schläuche an. Die Beschleunigerpumpenmembran im Vergaser und auch die Membran in der Benzinpumpe. Schaut mal hier, das ist eine Benzinpumpenmembran vom 30 PS Motor und hört mal, die knackt wie ein Stück Knäckebrot. Die ist hin. Und wenn man da ganz genau hinguckt, dann kann man sogar noch den Hersteller dieser Membran sehen. Das ist die Firma, wer erkennt's? Die Firma FB. Die gibt es heute noch und zu der kommen wir gleich, denn natürlich gibt es diese Benzinpumpenmembran schon hier im ganzen Satz aus Brasilien. Seit Jahr und Tag kann man das kaufen. Die wenigsten brauchen allerdings diesen ganzen Reparatursatz hier, diese Hardware, die ist so gut wie nie kaputt. Brauchen tut man das hier, die Benzinpumpenmembran mit dem Stößel dran. Und so sieht das Ding in Brasilien aus. Und wenn wir hier mal gucken, die ist zwar dreilagig wie die von FB, aber die ist jetzt schon ab Werk so ein bisschen ausgefranst. Und da mehrten sich die Beschwerden. Natürlich will man gerade an seinem Käfer vor 1960 mit einer 24 oder 30 PS Maschine, ein Auto, was einen gewissen Wert hat, keine finchige Benzinpumpenmembran verbaut haben, zumal man ja mit dem Auto nur fährt, wenn das Wetter schön ist oder wenn gerade ein tolles Treffen ist. So, also, das hier ist kein qualitativ hochwertiges Teil, würde ich niemals einen Fewip-Sticker drauf machen. Und dann habe ich gedacht, naja, rufe ich doch mal den Brasilianer an, ob er mir hier diese Hardware, den Stößel, die beiden Teller und hier diese kleine Scheibe einzeln verkaufen kann. Und dann machen wir den Rest hier im Haus selber. Und dann gehen wir zur Firma FB und lassen diesen Membranstoff machen. Gesagt, getan. FB war so freundlich, ab einer gewissen Mindestbestellsumme uns diese Membran zu bauen. Man sieht hier genau die originale Stanzung, sogar hier mit dieser kleinen Lippe dran, damit man weiß, nach welcher Seite das ausgerichtet sein muss. Und dann haben wir hier die ganzen Einzelteile, um diese Membran hier im Haus selber zu konfektionieren. Jetzt brauchen wir natürlich eine Presseinrichtung, womit dieser Stempel hier oben platt gedrückt wird, damit das Ganze hält. Und das ist nicht so ganz ohne gut, wenn man die Spezialisten im Haus hat. Und unser Spezialist dafür ist der Dirk. Und der zeigt euch jetzt mal, was er hier Tolles gebaut hat. Max Inziger hätte gesagt, wir haben da mal was vorbereitet. Da ist das schon drin. Hat er alles hier im Haus selbst gebaut. Hohe Fertigungstiefe. Und guckt mal da, dieser Pimmel, das ist eine Verlängerung von einer kleinen Ratsche, weil das ist hochwertiger Werkzeugstahl. Der wird nicht kaputt gequetscht hier von der hydraulischen Presse. Und dann drückt er das jetzt hier zusammen. Ja. Das ist hier der Stempel, dann der kleine Teller, die Dreiermembran kommt da drauf, dann kommt der große Teller und dann kommt jetzt hier so ein kleiner und so ein Puffer dazwischen. Und jetzt machen wir das mal auf und siehe da, da ist es fertig gepresst. Haben alles selber gebaut. Ne? Guter Mann.
Doch. Und schon haben wir ein weiteres tolles Fewip-Produkt am Start, was ihr jetzt über alle Fewip-Vertriebspartner bestellen könnt. Und auch bestellen könnt ihr, und das direkt bei mir, diese sexy Wintermütze, ist ja jetzt schon wieder kalt geworden, kostet 20 Euro, ist schön kuschelig. Und wer Interesse an dieser 24 PS Zwitter-Käfer Benzinpumpe hat, damit haben wir das nämlich ausprobiert, das ganze Ding, der kann sich auch melden. Warum ist es eine Zwitter-Benzinpumpe? Kleines Insiderwissen für den engagierten Klugscheißer, weil es hier noch aus dem Vollmaterial gemacht ist, mit diesem Pfeil drauf. Und hier haben wir aber schon den 6 mm Anschluss. Der alte Brezel hat hier einen 8 mm und ab Oktober 1952 bei der Umstellung auf den Zwitter-Brezel, da wurden die Benzinleitungen kleiner im Durchschnitt und dann gibt es hier 6 mm statt 8 mm. Und das hier ist wirklich Zwitter-only. Ja. Und ist natürlich schön sauber gemacht und mit der neuen Membran bestückt und mit neuem Fett befüllt und damit einsatzfähig für die nächsten 100 Jahre. Und wenn ihr dieses Produkt jetzt fein kauft, dann machen wir auch demnächst die Membran hier für die Benzinpumpen ab 1961. Die sind ein bisschen komplizierter. Wir haben es jetzt erstmal mit den 30 PS Benzinpumpen probiert. Das funktioniert gut. Und wenn das von der Kundschaft honoriert wird, dann machen wir auch das. So, jetzt haben wir wieder was gelernt. Vergesst die Schwarmintelligenz, macht's anders als andere und bis nächste Woche. Tschüss.